Hallo, heute sind wir im grünen Zoo Wuppertal. Für den Zooverein Wuppertal ist dieses Projekt Rivers of Sulawesi ein gelungener Abschluss einer Aktivitätenreihe, die wir mit dem Vogelhaus hier seit über 65 Jahren verbinden. Denn der Bau des Vogelhauses ist das erste Projekt gewesen, das der 1955 gegründete Verein 1960 mitfinanziert hat mit einem Viertel der damaligen Baukosten. Wir haben dann 1995 die wunderbare Freiflughalle daneben finanziert und diesen Einblick in die südamerikanischen Tropen gegeben mit vielen kostbaren Vogelarten, die dort zu beobachten sind. Als dann 2024 der Zoo beschlossen hat, das Vogelhaus zu schließen, da diese Art der Präsentation ausschließlich in Innenfoliären nicht mehr akzeptabel war, haben wir als Verein darüber nachgedacht, wie man dieses Gebäude innen, hier mitten im Zoo, denn gegebenenfalls auch anders nutzen kann. Und der Zufall, an den ich übrigens nicht glaube, kam uns zu Hilfe, denn ein Partner in Wuppertal, das Visiodrom, die mit der größten dreidimensionalen Projektionsfläche am anderen Ende der Stadt in einem ehemaligen Gaskessel eine tolle Show mit entsprechenden Künstlern, Leonardo da Vinci, Monet und anderen, darstellen. Die kamen auf uns zu und suchten im Zoo einen Partner, denn die Schwebebahn verbindet diese beiden Orte. Und sehr schnell kam man auf die Idee, das alte Vogelhaus doch auch für eine eigene immersive Veranstaltung zu nutzen und dort die Möglichkeit zu geben, die 6 Artenschutzprojekte, die der Zoo inzwischen über seinen Naturschutz-Euro finanziert, auch in einer wunderbaren, filmerischen, mit Musik unterlegten Variante vorzuführen und damit dem kleinen und großen Besuchern das Gefühl zu geben, sich ganz in noch vorhandene letzte Lebensräume hineinbegeben zu können. Und damit auch den Anstoß zu geben, sich selber für die Natur einzusetzen. Und das hier mit Rivers of Sulawesi außerhalb des Vogelhauses ist jetzt für uns dann der Schlussstein in diesem ganzen Projekt um das Vogelhaus drinnen und draußen herum. Denn hier wird nun auf dieser, ich sage das immer etwas scherzhaft, früheren Hinterhofsituation, die kaum ein Besucher beachtet hat, ein ganz neues Biotop auf 3300 Quadratmetern angelegt, mit eigenen Mitarbeitern des Zoos und finanzieller Unterstützung des Zoovereins. Wir konnten dieses Projekt hier im Umfang von etwa 200.000 € ausschließlich mit Patenmitteln finanzieren. Auch das ist ein Novum, darüber freuen wir uns sehr. Und es war uns wichtig, wie wir das oft bei Anlagen tun, parallel zu den hier gehaltenen Tieren auch ein entsprechendes Artenschutzprojekt zu finanzieren. Und wir haben durch Vermittlung der Zoologischen Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz nun auf Togean, einer Nachbarinsel von Sulawesi, auf der eine ebenfalls sehr seltene bedrohte Hirscheberart vorkommt, ein Projekt in der Finanzierung, in dem wir über mehrere Jahre zum einen Forschung machen, wie geht es dieser hochbedrohten Tierart dort, was passiert mit verletzten Tieren, sie werden in einem Rescue Center wieder aufgepäppelt und es ist langfristig auch daran gedacht, eine Reservepopulation in der Station in Priggen auf Java dort anzusiedeln und dort dann auch mit Hilfe unserer Möglichkeiten, was Impfungen gegen die Schweinepest angeht, dafür Sorge zu tragen, dass die letzten Tiere ihrer Art dort vor Ort auch weiter leben können. Also alles in allem über viele Jahrzehnte ein rundes Projekt, bei dem sich immer wieder gezeigt hat, dass der Zooverein in unterschiedlichen Phasen seiner Geschichte immer wieder neu auf die aktuellen Herausforderungen, die an die zoologischen Gärten gestellt werden, antwortet. Und wir sind froh, dankbar und stolz darauf,
dass wir in diesem Jahr mit Rivers of Sulawesi diese wunderbare Anlage an den Start bringen dürfen. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare und wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch nicht vergessen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.